Ich spüre schon die Zehen. Da seitlich. Ich spüre die Zehen, Oberschenkel. Hüften. Ich mag nicht mehr. Wir wollen nicht mehr. Fangen wir mal von vorne an. Hallo und herzlich willkommen bei Bouts Sportstech und einen wunderschönen guten Morgen und frohe Weihnachten. Wir sind wieder unterwegs und zwar, ich habe es ja schon angekündigt, testen wir heute die Pixelwatch 2, ob sie 50 Kilometer aushält sozusagen. Wir machen das Ganze so, wir gehen einen Kilometer, laufen einen Kilometer, gehen, laufen, ja, 50 Kilometer lang. Und zwar geht es heute von Neunkirchen nach Reichenau und wieder retour. Wie gesagt, wir sind jetzt schon 2,24 Kilometer unterwegs. Pixelwatch hatte 100% beim Weggehen. Schauen wir mal, ob sie es durchhält. Habe ich was vergessen? Ja, Was habe ich denn vergessen? na dann und legen wir los. Also, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. So, wir sind jetzt eine Stunde unterwegs, knapp vor 7 Kilometer. Und schauen wir mal, ob wir den Akkustand uns anschauen können. 90%. Also eine Stunde 90%. Bis jetzt schaut das Ganze ja noch ganz gut aus. 300 Meter haben wir noch, dann müssen wir wieder laufen. Und während wir jetzt gegangen sind, haben wir uns ein bisschen über Lauftechnik unterhalten. Ich weiß von mir selbst, dass ich auch nicht die perfekteste oder die beste Lauftechnik habe. Aber ich habe mit Sandra gerade gesprochen, weil ich habe vor kurzem ein YouTube-Video gesehen, wo es um diese ich glaube, vertikale Höhe heißt es. Das heißt, man soll ja die Energie nach vorne tragen und nicht nach oben verschwenden. Und die Sandra war früher Fersenläuferin und hat sich das dann selber umgelernt. Leider Gottes aber heute auf dem Vorderfuß. Und optimalerweise wäre ja eher so der Mittelfuß. Und meine Frage jetzt an euch oder unsere Frage, wie kann man das am besten umlernen? Nein, das Problem ist ja, dass ich hopse. Sie Ich hopst. hopse nach oben. Das heißt, wenn sie läuft, verschwendet sie sehr viel Energie nach oben, weil sie halt extrem im Vorderfuß aufsteigt und dann hopst. Und also alle Laufprofis da draußen, die sich wirklich gut auskennen, bitte gebt uns eventuell in den Kommentaren ein paar Tipps, wie man daran arbeiten kann. Das wäre ganz, ganz lieb von euch. So, und jetzt Gehen wir hopsen. gehen wir weiter hopsen. So schaut mein Selfie-Stick jetzt aus. Hat den Geist aufgegeben nach einem Dreivierteljahr. Jetzt Sandra kurz rekrutiert zur Kamerafrau, weil, wie gesagt, Selfie-Stick kaputt. Reden wir mal kurz, wenn Sandra kurz daher filmt, über die Pixelwatch. 2 Stunden haben wir jetzt fast geschafft. Sie ist halt schon sehr klein. Ich meine, ich habe ca. 17 cm Umfang. Kurz das Auto vorbeifahren lassen. Und sie ist halt schon klein, vor allem wenn man halt dann solche Uhren im Normalfall oder im Alltag trägt. Sehr minimalistisch gehalten und etwas, was spannend ist,
wie man sieht, sie schaltet sich auch nicht aus während des Workouts. Also wir haben noch einige Stunden vor uns. Wird dann wirklich spannend, ob sie vom Akku her das durchhält. Noch einmal ganz kurz zur Uhr bzw. zur Anzeige der Uhr zum Display. Das ist halt 1,2 Zoll groß und ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon eine Alterserscheinung ist, aber es ist halt einfach zu klein für mich. Ich finde, die Daten sind einfach, ja, für 1,2 Zoll sind sie gut dargestellt. Also Google hat das schon recht gut gemacht, aber ja, größer ist halt doch besser. Eine Sache noch zu unserer Taktik. Diese 1 Kilometer Gehen, 1 Kilometer Laufen Taktik, die ist wirklich, wirklich toll, um große Distanzen zu überwinden. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann über 20 Kilometer in 2 Stunden 50 und ich finde das eigentlich dafür, dass wir die Hälfte davon gegangen sind, gar nicht so langsam. Und die Laufstücke laufen wir auch ganz, ganz gemütlich. Also 6,30er Schnitt, also wirklich nicht schnell. Funktioniert alles wirklich ganz toll. Da wären wir heute eingekehrt, aber leider Gottes sieht man das da. Geschlossen. Das heißt, wir werden jetzt in den Park gehen, dort eine Kleinigkeit essen und ja, dann wieder nach Hause laufen. So, wir dinieren vor dem Schloss Reichenau. So von den Datenfeldern her sieht man hier die Kilometer, die Zeit, Puls bzw. unten dann das Tempo. Nachdem wir sitzen, sieht man jetzt natürlich nichts. Und hier hat man auch so eine ganz mini kleine Ansicht, also braucht man fast ein bisschen Lupe, aber da sieht man sehr viele Daten. Kilometer, man sieht Puls etc., die aktuelle Geschwindigkeit, den Durchschnitt, sowie die Kalorien, Schritte, die Höhe bzw. die Höhenmeter. Wenn wir rüberblättern, hier kann ich das Ganze dann beenden. Beziehungsweise auf der Datenseite kann ich dann noch runtergehen, da sieht man, wie lange man in einer Zone ist und ja, Puls und Gesamtzeit. Wir haben uns jetzt gestärkt, Kleinigkeit gegessen, getrunken und befinden uns jetzt am Weg wieder zurück. Ich habe vorher nachgeschaut, die Pixelwatch hat noch 59% Akku, das sollten wir jetzt die gleiche Zeit zurückbrauchen, sollte es sich grundsätzlich ausgehen. Aber was weiß man, natürlich haben wir jetzt schon einige Kilometer in den Beinen und man wird schon ein bisschen müder. Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. So, ich bin jetzt gerade drauf gekommen, dass... Ja, guten Morgen oder Mahlzeit eigentlich. So, ich bin gerade drauf gekommen, dass ich mein Handy jetzt circa 30 Minuten durchgehend, eingeschaltet hatte. Und jetzt nur mehr 23% Akku habe. Das heißt, ich muss leider Gottes die Abstände, wenn ich euch update, ein bisschen kürzer machen. Also länger machen eigentlich. Auf jeden Fall, wenn man die Pixelwatch verwendet, merkt man halt sehr stark, dass die Uhr von Google kommt, weil man hat das Gefühl, es sind 15 Apps drauf, plus 3 Fitbit-Apps, also 15 Basis-Apps plus 3 Fitbit-Apps und das war es dann auch schon. Und ich denke mir gerade, wenn man schon Fitbit-Integration hat, hätte ich mir halt mehr Trainingsfunktionen erwartet, direkt auf der Uhr. So Sachen wie Trainingsbelastung, Erholungszeit, V2 Max, das sind eigentlich alles Dinge, wo ich davon ausgegangen bin, dass das auf der Uhr zu finden ist es aber nicht. Also hier muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir da schon mehr erwartet. Ich meine, in der App selber am Handy findet man dann schon Auswertungen, aber es geht halt eher in die Richtung Wellbeing und Gesundheit, Schlafanalyse etc. Und für alle von euch, die meinen Content regelmäßig anschauen und mich noch nicht abonniert haben, schämt euch. Denn für euch nehme ich so körperliche Strapazen auf mich. Also ich hoffe, ihr habt jetzt ein schlechtes Gewissen und drückt den Abo-Knopf. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Kilometer 45. Und der Kilometer 45 ist ein ganz besonderer Kilometer. Weißt du warum, Sandra? Nein, wieso? Das ist doch der Belohnungskilometer. Ja, Ja, weißt du auch warum? sicher. Ja, zeig's mal her. Oh, ich kann schon gar nicht mehr. Da dürfen wir jetzt reingreifen. So, Dankeschön. Ein zweites haben. So. Oh, 2. Oh, Bist du narrisch? Lecker. wie sieht es noch nicht aus? Wie geht's denn dir eigentlich? Die Laufphasen werden schon sehr zäh. Ich schaue permanent auf die Uhr. Nein, aber ich spüre schon die Zehen. Da seitlich. Ich spüre die Zehen, Oberschenkel. Hüften. Ich mag nicht mehr. Wir wollen nicht mehr. Aber natürlich war Aufgeben nie eine Option. 50 Meter noch. ...20... 10... ...umdrehen... ...das andere laufen... ...50... ...mal wieder geschafft. Und jetzt werden wir uns die Statistik anschauen. So, 50 Kilometer... ...7 Stunden 26... ...wir finden das Ganze... So, schauen wir uns die Statistik kurz an. Ja, die Zonen, so wie... okay. Mein Schritteziel habe ich heute auch erreicht, genau. So, 7 Stunden 26, 50 Kilometer, 8 Stunden 55 im Schnitt, 117 Puls. Maximalpuls 169, aber beim Puls muss ich dann noch was sagen. 4.706 Kalorien, 55.000 Schritte und 168 Höhenmeter. Geschafft. Jetzt natürlich das Wichtigste. Wie sieht der Akku aus? Pixelwatch hat noch 19% Akku. Also 19% waren noch übrig nach 7 Stunden und 26 Minuten. Das heißt, die Pixelwatch hat pro Stunde 10,9% Akku verloren. Mit einem vollen Akku schafft die Uhr somit 9 Stunden und 10 Minuten. Also der Marathon sollte sich mit der Uhr relativ leicht ausgehen. Schauen wir uns mal die GPS- und die Pulsmessungsdaten an. Die Runde war für die GPS-Messung nicht sonderlich anspruchsvoll, da wir eigentlich vorwiegend unter freiem Himmel gelaufen sind. Die Pixelwatch 2 zeichnet die Strecke sehr gut auf und kann mit der Garmin Tactix, die ich ebenfalls mit hatte, gut mithalten. Beim näheren Betrachten erkennt man jedoch, dass die Google-Uhr dazu tendiert, alles etwas kurviger aufzuzeichnen. Die Tactix, die im Unterschied zur Pixelwatch 2 Multiband verwenden kann, macht das etwas besser. Aber im Großen und Ganzen ist das Ergebnis gut und so kleine Ausreißer wie hier findet man selten. Bei zumindest diesem Lauf konnte mich die Pulsmessung der Pixelwatch 2 nicht überzeugen. Es wurde die Herzfrequenz über fast die gesamte Zeit zu hoch gemessen. Speziell im letzten Teil war das sehr auffallend. Ich muss aber zur Verteidigung der Uhr sagen, dass auch die Epix Pro, die Sandra am Arm trug, ebenfalls Messprobleme bei der kühlen Temperatur hatte. Für meinen Geschmack könnte die Uhr etwas größer sein. Und auch das 1,2 Zoll Display ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgerecht. Aber vielleicht schafft es ja Google nächstes Jahr mit der Pixelwatch 3 2 Varianten auf den Markt zu bringen, eine große und eine kleine. Und für uns Sportler würde ich mir mehr Trainingsfunktionen wünschen. Andere Hersteller wie Samsung, Mobvoi oder Xiaomi erweitern ihre Uhren seit Jahren mit diesen Funktionen und zeigen, wie das geht. Aber ansonsten bekommt man eine tolle Smartwatch, die flüssig läuft und dank Play Store um unzählige Funktionen erweitert werden kann. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir unterhalten uns darüber. Ich würde mich wahnsinnig über ein Abo und ein Like freuen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.